Um Himmels Willen, Kriemhild! Erkennst du nicht, wohin das führt? Das Töten muss ein Ende haben. Zu viel ist bereits geschehen, mein Bruder. Zu viel Schaden bereits verübt. Und welchen Schaden verübte ich? Nur die besten Absichten zogen mich vom Reihen. Wir sind deine Sippe. Wir sind dein Blut. Schenk uns Gnade in dieser bitteren Not. Geisel, was würde Siegfried davon halten? Siegfried ist tot! Und Hagen hat ihn mir genommen! Und nicht nur ihn, auch meinen Sohn! Wessen Gnade wurde ihm zuteil? Für welch Unbill musste er heut sühnen? Ihr wünscht immer noch Gnade? Gib mir den Hort für all mein Leid. Gib mir den Tronja. Gib mir Hagen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern Nibelungenlied für das Deutsche Haus von Emil Engelmann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. Verzeiht mir bitte die Unordnung, ich habe meine Staufläche verloren. Aus Dekorationszwecken. Und wir machen weiter mit dem nächsten Abenteuer. Und zwar 35. Abenteuer, wie Kriemhild den Saal anzünden ließ. Nicht lange durften harren, sie neuen Kampfbeginns. Noch vor dem Abend schuf es Herr Etzel grimmen Sinns und mit ihm gleichen Mutes Kriemhild die Königin, dass 20.000 Heunen zum Saale zogen hin. Da hob sich neu das Streiten bis in die Nacht hinein. Es wehrten sich gewaltig die Gäste von dem Rhein, wie kühne Helden ziemlich, den sommerlangen Tag, hei was da Heunen sanken von ihrer Schwerter Schlag. Doch wurde dennoch größer stets der Burgunden Not. Der Tag war jetzt zerronnen und manchem durch der Tod. Fast besser als das Harren in ungefügem Leid. Da heischten einen Frieden die Ritter kühn im Streit. Sie baten, dass Herr Etzel herkomme vor das Haus. Blutfarbig schwarz von Roste, so traten sie heraus und standen stumm und düster um ihre Fürsten her. Sie wussten nicht, wem klagen, den Jammer todesschwer. Herr Etzel und Kriemhilde, die hatten schon bereit zum Kampfe neue Scharen. Sagt deucht es euch wohl Zeit, rief Etzel, nun zum Bitten, ihr Herren von dem Rhein, das wird euch Übeltätern mühselig wohl gedeihen. Nach all der Not und Trübsal, die ihr mir angetan, ihr sollt nicht Rast genießen, solang ich's hindern kann. Mein Kind habt ihr erschlagen und all die Freunde mein, verweigert soll für immer euch Fried und Sühne sein. Zur Antwort gab ihm Gunther, uns zwang die bittre Not. Es liegt mein Herr Gesinde in deinem Hause tot. Von deiner Freundin Händen verdien ich solchen Sold. Ich kam zu dir auf Treue, im Wahn, du wärst mir hold. Da sprach der König Etzel, und gleich ist unser Leid. Ihr mordet der den Sohn mir, den einzigen im Streit. Das kann mir keiner Buße von euch gesühnet sein. Drum soll mir keiner lebend heimkommen an dem Rhein. Da sprach zum Heunenkönig Gernot der edle Held, so bitte ich euch um eines, in Gottes weiter Welt,
vergönnet uns und lasset uns zu dem letzten Strauß aus dieses Saales Enge ins freie Feld hinaus. Dort werden eure Degen, die frisch sind und gesund, die Männer bald erlegen, die müde von Burgund. Von König Etzels Recken wär fast es so geschehen, dass sie die Helden ließen aus Saal und Hause gehen. Doch als Kriemhild es hörte, war es ihr grimmig leid, da ward den Heimatlosen kein Frieden vor dem Streit. Nicht doch, sprach sie, ihr Herren, wonach steht euch der Mut? Ich rate euch in Treuen, dass ihr das nimmer tut. Lasst nicht die Mordgesellen heraus aus diesem Saal, sonst komme vielen Recken von ihnen noch zu Fall. Und lebte nur noch einzig, die Utens Söhne sind, und meine starken Brüder ließ die ihr an den Wind, dass sie die Brünnen kühlten, ihr alle Wert verloren, es wurden kühnre Degen auf Erden nie geboren. Sagt an mir, o Kriemhilde, sprach daher Geiselher, wie konnt ich daran denken, dass du in Nöte schwer mich glühdest zu den Heunen, was hab ich dir getan? Ich hielt dir immer Treue, tat nie ein Leids dir an, auf deine Huld vertrauend, kam ich, o Schwester mein, drum schenk uns deine Gnade, es kann nicht anders sein. Wie kann euch Gnade schenken, die selber keine hat, an mir verübte Hagen zwiefache Übeltat, daheim und hierzulande, er schlug mir Mann und Kind, das müssen alle büßen, die mitgekommen sind. Doch haltet ihr den Hagen als Geisel mir bereit, so hoff ich es zu fügen, dass Etzel euch verzeiht. Denn meine Brüder seid ihr, und einer Mutter Kind, und gerne wär wie vormals ich freundlich euch gesinnt. Nicht doch, bei Gott im Himmel, entschied es gäre Not, wenn unser 1000 wären, wir wollten alle tot, vor deinen Augen liegen, ehe wir den einen Mann als Geisel hier dir geben, das wird niemals getan. Wir müssen ja doch sterben, rief laut Herr Geiselher, und niemand soll uns scheiden von ritterlicher Wehr. Ich brach an einem Freunde, die treu mein Leben nie. Wer gerne mit uns streitet, heran, wir sind noch hie. Da rief dazu auch Dankwart, nicht mocht erst lassen sein. Noch steht mein Bruder Hagen, Frau Kriemhild, nicht allein. Dass ihr uns Frieden weigert, wird euch noch bitter leid. Das könnt ihr inne werden, allhier in kurzer Zeit. An solchen Ausgang hatte Kriemhilden nicht gedacht. Nach ihrem Sinne hätte sie gern dahin gebracht, dass Schlimmes nur dem Hagen, dem Mörder, sollt geschehen. Nun aber mussten alle ob dem zugrunde gehen. Sie sprach mit düsteren Blicken, ihr Heunen, auf zum Streit. Geht näher an die Stiege und haaret kampfbereit. Lasst keinen der Burgunden heraus mehr aus dem Saal. Sie wollen es nicht anders, so sei's nach ihrer Wahl. Da trieb man die noch draußen, verweilten allzumal, mit scharfen Schwertesschlägen und Speerwurf in den Saal. Den ließ drauf an 4 Enden, anzünden Etzels Weib und quälte ihre Brüder mit Feuersglut den Leib. Das Haus vom Wind ergriffen, gar bald in Flammen stand. Es loderten die Balken in lichterlohem Brand. Die Feuerbrände fielen hernieder in den Saal. Wo leiteten mit Schilden sie ab es jedes Mal. Jedoch der Flamme Hitze und auch der Rauch tat weh. Wo wären so in Nöten streitkühne Helden je? Da sprach der Tronjer Hagen, steht an des Saales Wand, dass euch nicht Helm und Haare versenkt des Feuers Brand, und tretet mit den Füßen die Flammen in das Blut. Ein übles Nachtfest ist es, zu dem Kriemhild uns lud. Bang riefen ihrer viele, o wehe, dieser Not, die legen wir noch lieber im Kampfessturme tot. Das möge Gott erbarmen, glühheiß ist unser Leib, es rächt sich Ungefüge an uns Herrn Etzels Weib. Und zu dem starken Tronjer sprach einer, Hagen weh, ich fürchte, dass vor Dursten ich in der Glut vergeh. Drauf sprach hinwieder Hagen, ihr edler Ritter gut, wenn Durstes Qual bezwinget, der trinke hier das Blut. Das ist in solcher Hitze noch besser als der Wein,
und mag in dieser Stunde manch matten Mann gedeihen. Da streifte einem Toten der Durst'ge das Gewand, er kniete zu der Wunde, den Helm er niederband und hob nun an zu trinken, das warme Lebensblut. So ungewohnt der Trunk war, er fand ihn stark und gut. Das lohnt euch Gott, Herr Hagen, voll Dankes er begann, dass ich von eurer Lehre solch Labsal hier gewann. Man schenkte mir noch selten zum Trinken Besseres ein, da tranken ihrer viele den blutig roten Wein. Davon kam bald zu Kräften der Recken müder Leib, das war nicht sehr zum Frommen für König Etzels Weib. So, jetzt wieder eine kleine Zusammenfassung. Also, nachdem in dem letzten Abenteuer die Helden von Thüringen und Dänemark besiegt wurden von den Burgunden, sind die Dänen zusammen mit den Thüringern alle in das Haus gestürmt und haben dort gegen die Burgunden gekämpft. Die Burgunden haben sich aber durchgesetzt und sie alle besiegt. Und daraufhin hat König Etzel, noch weitere Scharren in das Haus geschickt, immer weiter reingeschickt, um die Burgunden zu bekämpfen. Die Burgunden konnten die alle abwehren. Allerdings machen solche Kämpfe natürlich müde. Und also ihre Not wurde größer und ihre Zahl wurde immer geringer. Und man entschied sich dann, okay, wir suchen jetzt erstmal das Gespräch und haben daraufhin erst einmal in einer kurzen Atempause versucht, mit König Etzel und Königin Kriemhild zu sprechen. Da kamen sie alle vor die Tür, standen alle um ihre Fürsten drumherum, ja, wie man es ja sagt, in blutig schwarzem Roste. Ja. Und nun ja, man hat halt versucht, die Sache aus der Welt zu schaffen, indem man erstmal sich bespricht. Ja, man will ja versuchen, dieses Leid nicht noch weiter zu vergrößern. Immerhin sind schon so viele gestorben von den Heunen. Und ich denke mal, die Burgunden haben einen guten Standpunkt gehabt. Aber Herr Etzel war und ist schlichtweg einfach nur noch im Rachemodus und sieht und weigert jede einzige Verhandlung, die versuchen, die Burgunden ans Land zu bringen. Der Dankwart, oder Gerenot war es, listig wie er war, hat versucht, eine gewisse Milde zumindest reinbekommen. Dass ihr Schicksal zwar besiegelt ist, das war ihnen klar, aber dass sie vielleicht noch eine Möglichkeit haben, doch noch vielleicht zu entfliehen. Und schlug den Heunen vor, dass sie vielleicht draußen kämpfen, statt im Haus, weil dort das Blut, und ihr könnt euch vorstellen, wenn da immer mehr Leute reingeschickt wurden, die gestorben sind, dann riecht das irgendwann noch unangenehm und die Toten werden immer mehr. Ne? Dementsprechend wollte man nach draußen und sich erkühlen, wie es hier drin heißt, die Brünne erkühlen, frische Luft schnappen, ja, weil ihnen das Blut bis zum Hals stand, fast schon. Und Kriemhild aber, die ja auch nicht doof ist, ja, Kriemhild ist ja auch klug und kennt ihre Brüder und ihre, mit denen sie gelebt hat zusammen und wusste, nee, lass die nicht raus, lass die schön im Haus. Geiselher, der ganz klar unschuldig ist, der nie etwas getan hat, der Kriemhild, hat versucht, an ihrem Gefühl zu appellieren, weil so kennt er sie gar nicht. Ja, also okay, dazwischen liegen zwar 10 Jahre oder mehr und er ist halt verwundert darüber, warum sie so warum sie so ein schweres, grammerfülltes Herz hat und appelliert halt an ihrer Gnade, die sie früher in ihrer Vergangenheit ja immer gezeigt hatte. Nur bei Kriemhild ist alles vorbei. Sie möchte, dass Hagen stirbt und macht auch ein Angebot, das fair ist, meiner Meinung nach, und sagt, okay, gebt mir Hagen, dann kommt ihr alle anderen frei. Ich möchte nur Hagen, niemand anderes. Da aber Ritter, da Ehre, die Männerehre und Ritterehre damals, aber auch wie heute, noch sehr hoch geschätzt wird, haben die sich darum verweigert. Klingt erstmal doof,
Aber wenn man drüber nachdenkt, wenn man länger darüber nachdenkt, hätten das die Burgunden gemacht. Ich meine, die Leute reden ja miteinander. Hätten das die Burgunden gemacht, wäre ihr Leben danach auch nicht schön verlaufen. Sie wären zwar vielleicht am Leben noch gewesen, aber sie hätten ihre Ehre verloren, weil sie einen ihrer Seinen geopfert haben, beziehungsweise als Geisel rausgegeben haben. Was ist das für eine Botschaft für alle anderen Königreiche? Keine gute. Und gut, im echten Leben wurde das durchaus gemacht. Ja? Also seht mich da nicht falsch, ne? Da wurden viele Dinge durchgezogen, aber die Burgunden haben ja schon einen recht hohen Ruf und den wollten sie nicht opfern. Und es ist ja nicht so, dass die Burgunden keinen Nachfolger hatten. Ja? Brünnhild ist ja immer noch zu Hause und der Siegfried, der da auch Siegfried heißt, den gab es ja noch. Also die Thronfolge ist gesichert, möchte man sagen. Ja? Also hat Geiselher das verweigert und alle anderen auch. Und Dankwart konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen und musste nochmal eine kleine Drohung in Richtung Kriemhild aussprechen. Ja? So quasi, ja? Hagen ist nicht alleine, du wirst schon sehen, was du davon hast. So in die Richtung. Nun ja, man trieb also die Burgunden wieder rein ins Haus. Und ja, dann kam Kriemhild auf die wunderbare Idee, komm, lass doch die Natur das machen und zündet den ganzen Saal komplett an. An allen 4 Enden angezündet, dann kommt nochmal der Wind, ne, kennt man den Kamineffekt und schon fängt alles an zu brennen und wird heiß. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes, das ich so nicht erwartet hätte. Die Leute, statt an einer Rauchvergiftung zu sterben, so wie es eigentlich üblich ist, beklagen sie die große Hitze, die im Saal anfängt aufzusteigen und werden dadurch durstig. Man hat ja sonst keine anderen Probleme. Das Feuer hat man Hagen meint noch, tretet das Feuer in das Blut, ja, ist ja genug Flüssigkeit drin. Und als jemand durstig wurde, schlug Hagen vor, trink doch da einfach mal das Blut. Ja, das ist in der Hitze sogar noch besser als Wein. Und sie labten dann am Blut der Toten. Nun, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was das Bluttrinken betrifft. Also es ist wohl heutzutage aufgrund von Krankheiten und solche Scherze ist das wohl nicht zu empfehlen. Ja? Allerdings muss man sagen, dass Blut, wenn es frisch ist, sehr nahrhaft ist. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, alle Vitamine, alle Nährstoffe, alle Proteine, alles was im Körper durchfließt, ist alles im Blut enthalten. Ja, das Blut trägt ja die ganzen Nährstoffe durch den Körper durch. Dementsprechend ist das halt voll davon. Ja, und sie trinken sich mehr oder weniger an dem Blut satt. Macht mich darauf jetzt nicht fest, ist eine Notsituation, sie hatten Durst, bumm. Wer also über kurz oder lang hat es erstmal den Durst gestillt und es ist ja auch nur eine Geschichte. Und so erlangten sie wieder neue Kräfte, das natürlich nicht in dem Maßen, nicht das, was Kriemhild erwartet hat, was ihnen passiert. Sie ging davon aus, sie werden geschwächt von der ganzen Nummer, aber sie hat sie eher alle in eine verzweifelte Situation gebracht, die sie quasi wieder an die Kräfte bringt. Ja, die konnten sich quasi durch das Blut ernähren. Das ist einmal quasi trinken und essen zugleich. So ein bisschen wie Milch. Ja. Und so sind sie wieder bei Kräften gekommen. Und dann endet das Abenteuer auch. So, ich hoffe, das hat euch bis hierhin gefallen. Und dann sieht man sich wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Um Himmels Willen, Kriemhild! Erkennst du nicht, wohin das führt? Das Töten muss ein Ende haben. Zu viel ist bereits geschehen, mein Bruder. Zu viel Schaden bereits verübt. Und welchen Schaden verübte ich? Nur die besten Absichten zogen mich vom Rhein. Wir sind deine Sippe. Wir sind dein Blut.
Schenk uns Gnade in dieser bitteren Not. Geiselher. Was würde Siegfried davon halten? Siegfried? Siegfried ist tot! Und Hagen hat ihn mir genommen! Und nicht nur ihn, auch meinen Sohn! Wessen Gnade wurde ihm zuteil? Für welch Unbill musste er heut sühnen? Ihr wünscht immer noch Gnade? Gib mir den Hort für all mein Leid. Gib mir den Tronja. Gib mir